Ja, und zum Thema Clankriminalität, da hat sich auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hier bei uns bei Welt TV geäußert. Hier muss klar durchgegriffen werden. Ich stelle fest, mein Kollege beispielsweise in Nordrhein-Westfalen hat, seitdem er im Amt ist, hier wirklich neue Wege beschritten und da wird die Clankriminalität deutlich bekämpft. Wir haben das in dieser Art in Bayern nicht. Das ist ein Problem, wenn man das überhaupt in früheren Zeiten in solchen Ländern hat entstehen lassen, weil zu wenig getan wurde. Und am krassesten ist das in Berlin, gar keine Frage. Da muss konsequent vorgegangen werden. Da muss deutlich gemacht werden, es wird jeder Straftäter auch so schnell wie möglich ermittelt und hinter Gitter gebracht werden. Das ist natürlich in erster Linie Sache des Landes, aber der Bund muss auch das Seine dafür tun, ein solches Land bestmöglich zu unterstützen. Wir vertiefen das Ganze mit Marco Reinke. Marco, das Thema innere Sicherheit ist ja auch ein zentrales im Wahlkampf von CSU und CDU. Was haben die Schwesterparteien denn da aber konkret zu bieten? Also ein großer Punkt, der lässt sich unter der Überschrift Befugnisse zusammenfassen, denn die Unionsparteien, die werben dafür, dass man nicht nur die Polizeibehörden, sondern eben auch die Geheimdienste beispielsweise mit deutlich mehr Möglichkeiten ausstattet, denn Clankriminalität ist ja nur ein Aspekt dieses Themas. Immer wieder geht es da auch beispielsweise um Terroranschläge, um Anschläge, wie es das in Magdeburg gegeben hat, und um solche Taten, um solche Täter besser zu erkennen, gibt es ja von Seiten der Union die Forderungen, hier deutlich stärker die Befugnisse auszubauen. Es gibt auch Kritik daran, weil beispielsweise beim Täter von Magdeburg die Frage ist, was das eigentlich dort in diesem Falle genau gebracht hätte. Und danach ist ja auch eine Diskussion über ein weiteres Thema entbrannt, das auch sich im Wahlprogramm der Union wiederfinden lässt, nämlich das Thema Vorratsdatenspeicherung. Das steht da zwar so als Wort konkret nicht drin, aber da geht es dann unter anderem beispielsweise um die Speicherung von IP-Adressen für eine gewisse Zeit, und unter anderem ist ja auch ein Streit darum entbrannt, wie man beispielsweise mit biometrischen Daten aus Fotos beispielsweise umgeht. Da wollte ja die Ampel das Ganze noch durchbringen, weitere Sicherheitsgesetze verabschieden, aber die Unionsländer, die haben das Ganze dann im Bundesrat blockiert. Auch da ein Streit, der da entbrannt ist, der sicherlich dann erst von der nächsten Bundesregierung gelöst werden dürfte. Und was für die Union mit diesem Thema da immer wieder Hand in Hand geht, ist ja auch das Thema Migration und Asylpolitik. Denn da will man ja auch deutlich stärker durchgreifen, will deutlich mehr Menschen abschieben und da ja vor allem auf die Straftäter schauen, dort eben auch deutlich schneller handeln. Und damit zeigt sich auch schon, wie komplex und umfassend dieses Thema ist. Und das waren auch nur einige Punkte dazu, zumindest aus dem Wahlprogramm von CDU und CSU.